Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein wirklich großer Tag, denn wir haben heute vor, das Boot zu Wasser zu lassen. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Olli und ja, wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten zu tun, das Boot noch auszustatten. Deswegen im Auto sind noch ein paar Dinge drin, die gleich ins Boot kommen. Wir haben 30,5 Grad. Soll nicht regnen, also beste Voraussetzung. Allerdings ist es jetzt auch schon 15 Uhr, also der Tag ist schon ein bisschen fortgeschritten, es ist aber lange hell. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt. Ihr seid mit dabei, also wir sehen uns gleich beim Olli. Kleiner Zwischenstand, also vor mir seht ihr, fährt Olli mit dem Boot. Wir haben jetzt beide Autos vollgeladen mit allem, was wir noch so rumliegen hatten. Wenn wir unten im Hafen sind, werden wir das dann schauen, was wir dann ins Boot übernehmen, was nicht. Also wir haben mehr Fender, als wir brauchen. Wir haben Rettungswesten, wir haben die Polster, alles wie gesagt in den Autos verteilt. Und ja, im zweiten Step werden wir dann schauen, ob wir slippen können. Zudem haben wir hier auch unsere Zulassungsnummern, die müssen wir auch noch draufkleben. Also ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor es ins Wasser geht. Bleibt spannend, wir sehen uns gleich unten. Gesagt, getan. Die Zulassungsnummern waren schnell angebracht. Olli hat wie immer sorgfältig kontrolliert, dass alles auch gerade sitzt. Und wir finden, das Ergebnis kann sich wie immer sehen lassen. Olli hat hier und da noch schnell drüber poliert, weil muss sein. Klar, danach wurden die frisch gewaschenen, von Rike mit lieben genähten und von Jan bezahlten Polster im Boot drapiert. Oder auch einfach mal dekorativ auf dem Tisch. Aber dann war es endlich soweit. Der große Moment war gekommen. Unser tolles Gespann setzte sich endlich in Richtung Sliprampe in Bewegung. Die Aufregung wich langsam der Vorfreude und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, unsere Mindy sieht wunderschön aus. Jetzt schnell die Spanngurte lösen und aushaken, die Lichtleiste abschrauben und ab geht es Richtung Wasser. Zentimeter für Zentimeter rollte das Boot die Slipanlage herunter. Jetzt ist volle Konzentration gefragt, denn jeder Handgriff muss sitzen. Der Druck ist groß, die Situation angespannt, kein Spielraum für Fehler. Stichwort Schaulustige. Also Gebot der Stunde, keine Blöße geben. Soll ja jeder denken, dass wir das schon 1000-mal gemacht haben. Weiter. Ja, ich glaub's gut. Bordnetz unter Spannung gesetzt, Strom auf den Motor gegeben, Deckel zu und dann ging alles ganz schnell. So Leute, was soll ich sagen? Das Boot schwimmt. Da drüben ist Olli. Ich bin etwas nervös noch. Es sind die ersten Meter. Noch läuft kein Wasser rein. Die Instrumente sind auch gut. Und jetzt versuche ich gleich da drüben anzulegen. Olli hat offensichtlich einen anderen Plan. Er quatschte einfach einen wildfremden Typen auf seinem Jetski an und ließ sich mal eben schnell zum Boot shutteln. Danke. Guter Service. Was kostet die Fahrt jetzt? 50. Spring zurück. So, Oliver ist jetzt auch an Bord. Da ist er. Temperatur. Läuft. Alles im grünen Bereich. Hupe geht auch. Scheibenwischer haben wir noch keine. Aber was wir jetzt machen, wir fahren jetzt da raus, geben das erste Mal ein bisschen Gas und gucken, ob wir überhaupt die richtige Schraube drauf haben. Also es bleibt noch immer spannend, aber wir haben zumindest schon mal einen Meilenstein erreicht. Das Boot schwimmt und ist noch nicht abgesoffen. Schauen wir mal. Das fühlt sich auf jeden Fall ganz anders an als die andere Schraube. Ganz anders. Und ich denke mal, wenn ich die richtige Leine. Hast du kein Boot, bist du ein Vollidiot, denn nur mit Wind im Haar bist du ein Superstar. Und diese Mega-Yacht ist wie für mich gemacht.
Zeit ging es dann leider schon wieder zurück in den Hafen und ab an unseren Liegeplatz. Und wie konnte es anders sein? Natürlich hatten wir weder die Fender noch unsere Festmacherlein mit an Bord genommen. Aber mit etwas Kreativität war auch das kein wirkliches Problem. So, Anlegemanöver gut überstanden. Jetzt machen wir fest und melden uns gleich wieder. Na, putziger Typ. Also wenn er sonst nichts kann, eins kann er putzen. Der schraubt sein Boot von Bug bis Heck. Das ist Olli, denn er mag kein Dreck. Von früh bis spät wird hier poliert. Jede Macke strengstens inspiziert. Eine Ewigkeit später. Was ist dein Fazit? Erzähl mal. Bist du zufrieden mit dem Boot? Ja, immer noch. Immer noch. Sieht ein bisschen gechillt aus, wie du da hängst. Ich find's gerade richtig lässig. Richtig lässig. Wenn Olli hier einzieht, dann schenke ich ihm als Einzugsgeschenk ein kleines Krokodil. Weißt du warum? Miami Vice Pocket, der hat auf seinem Segelboot ein Krokodil gehabt. Ja. Das ist ein kleiner Also Olli kriegt Cayman. einen Genau. Also wenn Olli einen Cayman mal hat, dann wisst ihr, wo er wohnt. Jetzt stellt sich ja die Frage, hat sich das jetzt gelohnt, in der Schweiz das Boot zu kommen? Wir sind jetzt noch ein bisschen zu früh, ein Fazit zu ziehen. Wir sind jetzt die ersten halbe Stunde überhaupt nur im Wasser gewesen. Also man muss schon sagen, in dem ersten Moment, wo wir rausgefahren sind auf dem Rhein, es war schon jede Mühe wert. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun und bleibt spannend. Und wie heißt das so schön? Passt es, oder? Passt es nicht. Stopp! Eine Sache hatten wir vergessen, tatsächlich, und zwar den Bruder da. Ja, der muss auch noch irgendwo hin. Für heute bleibt er hier. Wo wir den hinstellen, seht ihr gleich. Ja, hallo, so jetzt der nächste Tag. Hier steht unser Trailer. Der muss weg. Und ja, hier haben wir auch gestern noch das eine oder andere vergessen. Fender und vor allen Dingen Festmacherleinen. Aber ich würde sagen, ich schaue jetzt erstmal, wie ich den Trailer hier rausbekomme. 12 Sekunden später. Der Trailer steht jetzt auf seinem vorläufigen Stellplatz. An dieser Stelle vielen Dank an Daniel. Wie lange wir hier stehen dürfen, das wird sich noch zeigen. Es ist gar nicht so, dass wir nicht selbst auch eine Möglichkeit hätten, in unserer eigenen Halle die Sachen abzustellen. Das wir natürlich mit unserem alten Boot gemacht haben. Hier ist es so, dass der Trailer etwas zu lang ist und wir nicht um die Kurve kommen. Das werden wir vielleicht nochmal testen, ob das dann doch klappt. Wir wollten uns auf keinen Fall mit dem Boot drauf machen. Das war auch der Grund, warum wir uns definitiv jetzt für den Winter dafür entschieden haben, das Boot zur Miete woanders einzustellen. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass wir jetzt hier erstmal einen Platz gefunden haben, das hinzustellen. Weil man darf nicht vergessen, diese ganze Logistik um die Bootfahrerei drumherum, das ist gar nicht so ohne. Das beginnt schon mit Stellplätzen, Trailer mit Boot, aber auch Liegeplatz im Hafen, wenn man das möchte. Das hat damit zu tun, dass man ein Auto hat, mit dem man das auch alles ziehen kann. Also jetzt hier mit meinem kleinen Kombi da drüben kann man so einen Trailer ohne Probleme ziehen, aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht das Boot noch oben drauf nehmen. Das würde die Stützlast wie als auch die Anhängelast überschreiten. Dann hat Olli Gott sei Dank ein richtiges Auto, mit dem er das machen kann, aber auch nur für Kurzstrecke. Deswegen haben wir bei der Bootsabholung damals in der Schweiz auch uns ein Auto gemietet. Dann kam der Fall, dass Ollis Auto durch einen Defekt ausgefallen ist. Hier geht der Dank an Mirko, der uns unterstützt hat, der mit seinem Q5 uns aushelfen konnte. Nicht zuletzt geht es natürlich auch den Dank an Jan, der dann seinen Staubsauger zur Verfügung gestellt hat. Hat jetzt nichts mit Logistik zu tun, aber auch an Rike, die uns geholfen hat, die Polster zu nähen. Nichtsdestotrotz will ich damit sagen, es ist viel drumherum zu organisieren und das kommt immer wieder. Das ist jetzt keine einmalige Nummer, sondern die Dinge müssen jetzt, solange man das Boot hat, auch gelöst werden. Deswegen auch das hier nur eine vorübergehende Geschichte, hoffe ich. Und wir hatten gestern auch gleich noch einen Schaden gehabt. Also es war zwar Freitag der 13. Wir waren kurz davor, die Steganlage zu verlassen. Und wer das von uns beiden war, das möchte ich gar nicht verraten, weil es wäre ja unfair. Nichtsdestotrotz, demnächst wird dann Content vom Wasser kommen. Da liegt das Boot jetzt. Wir haben noch ein paar Sachen zu tun. Es wird spannend, aber wir sehen uns auf dem Wasser. An dieser Stelle mache ich jetzt wirklich Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Genießt den Tag, wir sehen uns und bis bald. Ciao.